Hallo bei Ride On with Friends. Heute geht es um einen Ratgeber rund um das Thema Motorradmonitore für Apple CarPlay bzw. Android Auto und eine wissensbasierte Entscheidungshilfe mit ChatGPT für das mittlerweile umfangreiche Produktportfolio von Carboride, nicht nur für Motorradfahrer. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, aber zunächst mein Disclaimer. Carboride entwickelt seit über 12 Jahren smarte Fahrzeug-Gadgets. Seit 2023 teste ich für den deutschsprachigen Raum ausgewählte Produkte schon vor dem Marktstart. Mein Feedback fließt direkt in die Weiterentwicklung der Hard- und Software ein. Unter anderem habe ich das neue OTA-Update-Verfahren über Wireless LAN mit angestoßen. Für mein Engagement bekomme ich einen Community-Rabattcode und bei Käufen eine kleine Provision zur Weiterentwicklung meines YouTube-Kanals. Ich selbst bin allerdings nicht für die Produkte und den Support von Carboride verantwortlich. Bevor ich euch den Ratgeber direkt am System vorstelle, möchte ich auf ein paar grundsätzliche Themen eingehen, denn ich werde oft gefragt, ob man so ein Gadget für Apple CarPlay oder Android Auto auf dem Motorrad unbedingt benötigt. Natürlich nicht. Aber für mich wurde es in den letzten 2 Jahren von einem Nice-to-have zu einem Must-have. Was ist passiert? Auf meiner BMW hatte ich ständig mit meinem nicht ganz günstigen Navigator 6 zunehmend Probleme. Es gab dann noch die Meldung von Garmin, dass meine Software Basecamp nicht mehr weiterentwickelt und supported wird. Das hat mich veranlasst, meine Lösungen zu überprüfen. Entsprechende Videos habe ich ja hierzu vorgestellt. Gleichzeitig wurde mein Smartphone und entsprechende Navigations-Apps immer leistungsfähiger als reine Navigationslösungen. Letztendlich habe ich mir aber die Frage gestellt, ob ein Smartphone mit entsprechenden Apps ein adäquater Ersatz zu meinen bisherigen Lösungen darstellt. Die Antwort ist nach 2 Motorradsaisons Erfahrungen ganz einfach. Ja, aber. Wer sein empfindliches Smartphone schon mal direkt am Lenker montiert hatte, kennt das Problem. Man investiert oft ordentlich Geld in Halterungen mit Schwingungsdämpfern, nur damit die Kameraelektronik oder der Ladeport nicht draufgehen. Bei mir kam aber noch ein anderes Thema dazu, die Sonne. Wird das Handy zu heiß, schaltet es einfach ab. Und selbst wenn es läuft, siehst du wegen der Sonneneinstrahlung auf dem kleinen Display oft kaum etwas. Gerade beim Navigieren extrem nervig. Dazu kommt, dass die meisten Touchscreens mit Motorradhandschuhen einfach nicht klarkommen. Genau hier spielt ein Apple CarPlay oder Android Auto Monitor seine Stärken aus. Du hast quasi ein zweites, großes Display am Bike, während dein Smartphone sicher im Tankrucksack oder in der Jacke bleiben kann. Alle für CarPlay bzw. Auto freigegebene Apps laufen bequem über den Monitor. Viel entspannter und vor allem motorradfreundlicher. Ein Apple CarPlay oder Android Auto Monitor ist im Grunde nichts anderes als ein großes, übersichtliches Zusatzdisplay fürs Motorrad. Stell dir vor, du hast ein zweites Smartphone-Display direkt am Lenker, nur eben robust, wasserdicht, vibrationsfest und speziell fürs Bike gemacht. Darauf laufen ausgewählte Apps, die für CarPlay bzw. Android Auto freigegeben sind, wie Navigation, Musik oder Telefonie. Die Verbindung zum Smartphone oder zu deinem Intercom läuft kabellos über Bluetooth oder Wireless LAN. Strom bekommt das Ganze in der Regel direkt vom Bordnetz, also keine leeren Akkus und kein Gefummel. Wichtig, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, so ein Monitor ist kein teures Tablet mit eigener Batterie und auch kein eigenständiger Minicomputer. Du installierst dort keine Apps. Er dient ausschließlich als Anzeige- und Bedienoberfläche für dein Smartphone. Schaut man ins aktuelle Motorradportfolio von Carboride, merkt man schnell, da hat sich in den letzten Monaten richtig was getan. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe neue Varianten, die speziell für uns Motorradfahrer entwickelt wurden. Die Innovationszyklen sind verdammt kurz, für uns Biker einerseits top, weil ständig neue Features auf den Markt kommen. Andererseits wird es dadurch auch schwieriger, das passende Modell zu finden, zumal Carboride hin und wieder sogar die Produktnamen ändert.
Grundsätzlich kannst du deine perfekte Variante wählen, wenn du weißt, welche Anforderungen dir wichtig sind. Aber nicht jede Kombination an Ausstattungsmerkmalen ist verfügbar. Genau deshalb habe ich den Produktratgeber entwickelt, damit du dich leichter zurechtfindest und direkt zu dem Modell gelangst, das wirklich zu deinem Einsatz passt. Carperite teilt seine Geräte außerdem in verschiedene Serien ein: Basis, Professional und spezialisierte Lösungen. Jede Serie bringt ihren eigenen Funktionsumfang mit, sodass du gezielt nach dem Niveau suchen kannst, das du brauchst. Der Einstieg in den Assistenten ist wirklich kinderleicht. Jeder, der den Link hat, kann den Produktratgeber für die Carperite-Modelle sofort nutzen, ganz ohne Registrierung oder technischen Schnickschnack. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich dir oben nochmals die Videos zum KI-Assistenten für deine Motorradreiseplanung und zur Wartung deines Bikes verlinkt. So hast du alles an einem Ort und kannst direkt loslegen. Wir starten ganz entspannt. Entweder stellst du dem Assistenten direkt deine Frage oder du wählst eine der vorgeschlagenen Optionen aus und schon liefert er die ersten Ergebnisse. Der Ratgeber packt dir jede Menge allgemeine Infos rund um Apple CarPlay oder Android Auto für das Motorrad zusammen, damit du sofort einen guten Überblick hast. Die eigentliche Entscheidungshilfe für die Carperite-Modelle beginnt dann mit der Eingabe deines Motorradmodells. Von dort an führt dich der Assistent Schritt für Schritt durch die relevanten Punkte. Welche Features brauchst du? Welche Eigenschaften sind dir wichtig? Aus deinen Angaben leitet er passende Empfehlungen ab, die zu deinem Bike und zu deinen Anforderungen passen. Du kannst die einzelnen Carperite-Modelle natürlich auch direkt miteinander vergleichen und dir jedes Detail anschauen. Stell dem Assistenten gerne Fragen zu bestimmten Features oder lass dir Hinweise zur Montage des ausgewählten Geräts geben.
Weil ich schon mehrere Videos rund um Apple CarPlay, Carporite, passende Apps und deren Einsatzmöglichkeiten auf dem Motorrad veröffentlicht habe, kannst du dir bei Interesse auch diese Inhalte vom Assistenten anzeigen lassen. Die Demo, die ich hier zeige, ist übrigens nur ein kleiner Ausschnitt aus der kompletten Wissensdatenbank. Da steckt noch viel mehr drin. Ich hoffe, der Ratgeber unterstützt dich bei deiner Entscheidung. Und wenn du dir später ein Carporite-Modell holst, freue ich mich natürlich besonders, wenn du meinen Rabattcode RideOnWithFriends nutzt. Bis dann, euer Jürgen. Und wie immer gilt, falls dir das Video gefallen hat, dann reagiere mit einem Daumen hoch und einem Hype. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn der Schwarzwald wieder ruft, Ride on with Friends. Ride on with friends.